Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Geschichte aus der Kindheit vor. Noch einmal will ich von meiner lieben Mutter erzählen, Fotos von ihr und meinem lieben Vater zeigen, als sie jung und voller Freude ihr gemeinsames Leben begannen. Das ist meine Mutter. Und das ist mein Vater. Dann lege ich die Erinnerung an sie und ihr kurzes Leben in meine Schatzkiste. Sie war eine Bauerntochter, die älteste von 3 Schwestern, die schönste, liebenswerteste, belesen, menschenfreundlich. Mein Vater zog mit einem bekannten Landschaftsmaler an den Wochenenden übers Land, um in der Natur das Malen zu lernen. Er wollte auch Landschaftsmaler werden. Die beiden Männer trugen ihre Staffelei und die leere Leinwand, die Farben und was sie sonst noch benötigten, auf dem Rücken. Eines Tages nun kamen sie an ein Feld, das abgeerntet wurde. Sie sahen einen Bauern, seine 3 Töchter, den Erntewagen mit einer Kuh. Sie fragten höflich, ob sie davon ein Gemälde fertigen dürften. Mein späterer Großvater, ein sehr freundlicher Mann, erlaubte es den Städtern. Die stellten ihre Staffeleien auf, die Leinwand war schon präpariert und skizzierten diese Szene. Als die Vesperpause kam, lud mein Großvater die 2 Maler ein, Speck, Brot und Most mit ihnen zu teilen. Mein Großvater war ein Mensch, der in seiner spärlichen Freizeit viel las. Es entspann sich ein lebhaftes Gespräch. Es war eine interessante Vesperpause für alle. Als sich der Himmel langsam veränderte, mussten sie sich sehr beeilen, die Korngarben auf den Wagen zu laden. Die beiden Maler zogen kurzerhand ihre Malerkittel aus, krempelten die Hemdärmel hoch und halfen kräftig mit. So schafften es die 6 Menschen, den Acker leer zu räumen und den Wagen vor dem Gewitter in die Scheune zu bringen. Alle saßen hoch oben auf dem Wagen. Die Kuh, vom Großvater gelenkt, legte eine schnellere Gangart an. Es wurde gelacht und gesungen und ich denke, dass die 2 jungen Menschen, mein Vater und meine Mutter, sich spontan gut waren. Als die Kuh und die anderen Tiere versorgt waren, mein Vater half eifrig mit, wurden sie zum Abendessen eingeladen. Und so begann eine große Liebe. Der junge Mann, also mein Vater, kam immer öfter, half, wo er konnte. Es war ein schöner Sommer. Natürlich war ein Städter, ein Kunstmaler noch dazu, nicht das, was ein Bauer sich für seine älteste Tochter gewünscht hatte. Aber nun war es zu spät. Sophie, die ihren Vater sehr liebte, verließ ihn, zog in die Stadt mit ihrem Hungerleider, schnitt ihre Zöpfe ab, arbeitete bei der Straßenbahn als Schaffnerin. Sie heirateten, waren bitterarm, aber es war die große Liebe. Wie geht's denn weiter? Ich weiß das alles natürlich nur aus Erzählungen. Großvater und seine älteste Tochter sahen sich lange, lange Zeit nicht, was für beide ein großer Schmerz war. Erst als sich das erste Kind anmeldete, trafen sie sich wieder. Es machte ihn furchtbar traurig, als er das junge Paar in der Stadt besuchte. Er sah die kleine Wohnung, fast ohne Möbel. Er spürte den tapferen Lebenskampf und das Erste, was er tat, war, dass er das Bauernbett mit allen schweren Federbetten der Matratze, dem schönen Überwurf, 2 Nachttische, Kommode zu ihnen schickte. Diese Möbel habe ich auch noch kennengelernt. Sie waren und blieben der Anfang der Möblierung meines Elternhauses. Als ich ein Kind war, der 7., liebte ich diese Möbel sehr.
dunkles, schweres Holz. Die 2 Nachttische hatten eine Marmorplatte. Das große Bauernbett war im Winter warm, eine riesige Arche Noah für uns kleinere Kinder. Aber nun habe ich wieder vorgegriffen in der Zeit. Halt. Aber für heute beende ich meine Reise in die Vergangenheit und muss nun nächsten Samstag doch nochmal von meinen lieben Eltern berichten. Ade, bis zum nächsten Mal. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.